Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play NHL 16. Heute dreht sich alles um das Spiel Adler Mannheim vs. die Hamburger Freezers. Es ist Spiel 38 von 52. So langsam geht's in den Endspurt. Also noch ungefähr Ration. 3, dann sind wir bei 40. 15 Spiele sind es ungefähr noch. Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Ich würde eigentlich schon gerne einen blauen spielen. Nee, komm, dann nehmen wir lieber das Weiße, weil unser Weißes sieht geiler aus wie den ihr Weißes. Dann machen wir das so. Ja, es ist alles nicht so schön. Ich habe hier eben gerade mal auf meine App geguckt, hier auf die Pokémon Go App. Ja, ich weiß, GPS-Signal nicht gefunden. Hi everybody, along with Eddie Olchak, I'm Mike Emmerich. Leg mal mein Handy gerade weg, dass wir uns hier voll auf dieses Match konzentrieren können. And we have a guy that's done it the best. Not easy to score goals, Doc, and when he's on the ice, you better be aware because he's got the opportunity and the ability to put the puck in the back of the net. Gotch has been terrorizing goals all season immer noch long. 55 Punkte. Because he's scoring goals in a lot of different ways. And now we turn to the last lines of defense, the goalies. This man's the netminder of the evening. He is the type of goalie that sees the puck very well, hoping to see and stop most of the shots he sees tonight and land the W for the home team. This man's the starter tonight as the season rolls on so many hours with the goalie coach, and it's worked for him and for the visitors. So, Bahn frei, los geht's. Adler Mannheim's had the last 10 games to be admired. They've been physical, they've been aggressive, their power play has been exceptional, but they're going to get no break tonight. Schön, wir haben direkt den Puck und dann versauen wir es direkt. In those areas in their 10-game segment. Hamburg's in control of the puck and neutral Ja, ice. und Hamburg hat jetzt den Puck und die geht direkt allein aufs Tor. Aber Dennis Eldras hält die erste Skating with Bedrohung. it now through center ice. It's a 3-on-2. How will they defend this? Save, but just Erster Schuss barely. jetzt auch von Mannheim. Da verliert er aber den Puck. The Freezers love that along the boards. Schöner That could Check. be dangerous. Oh, that's a dangerous play when you get run into the turnbuckle. Pass, save. Oh, nächster Schuss von Adler Hamburg. Mannheim's carrying on in the Aber defensive zum Glück zone. hat den Dennis Eldras auch wieder. Schöner Schuss, zweiter Schuss von Marcel Gutsch. Und dann macht er das 1:0. Marcel Gutsch, sein 31. Tor in dieser Saison. John Renaud und Matthew Curley haben es vorgelegt. 5 Minuten hat es ungefähr gedauert, bis dieses erste Tor zustande kam. This puck rockets past him before he can move. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, das ist der 100. Part dieses Let's Plays. Und es liegen noch einige vor uns. Full steam up the wing. Oh, der geht direkt. Mist. Ich wollte schon sagen, dass er direkt aufs Tor geht, aber da verliert er den Puck. Und nun ist Hamburg wieder am Drücker, aber wir konnten den stibitzen und dann geben wir den leichtfertig her und es gibt ein Icing. Gotch has had an outstanding season. Every time it seems he gets a chance to score, Man eben gerade nach he's den able to finish Top it. 10, And that's Top all 10 nach being Toren the gesehen. focus of the other team. Adler Mannheim's prevailed on another faceoff. Sehr gut verteidigt. Through center. Jetzt wieder in den Angriff überschalten. And they've got a 3-on-2 here. Situation ist noch nicht gebannt, weil sich Mannheim den Puck wieder zurückerobern konnten. Jetzt verlieren sie ihn. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Er hält, Dennis Eldras hält schon zum 3. Mal in diesem Spiel. Wieder Mannheim am Drücker, Mannheim. Oh, was für ein Tor! Am Spieler und am Torhüter vorbei.
macht das Tor, obwohl da noch 2 weitere Spieler stehen. Marcel Gutsch hat's vorbereitet, Glenn Metropolit hat's erzielt. War ein Ding. Wobei es könnte auch Nikolai Gutsch gewesen sein, das ist hier nicht so gut erkennbar. Aber sehen wir jetzt. Yep, es war Nikolai Gutsch, nicht Marcel Gutsch. Der nächste Bulli, den wir gewinnen. Schön auf die Außen gespielt. Die Blitz. Schöner Schussversuch. Ding ist aber immer noch heiß. Ich sehe auch gerade, es gibt eine verzögerte Strafe gegen Hamburg. Okay, check wahrscheinlich. Nee, Beinstellen war's. Da kriegt er wenigstens was zu trinken. Let's see if it's power play goal number 1. Big face-off win. Stay out of the score. Ja, gibt das erste Powerplay-Tor. Aber wer hat's erzielt? Das ist die Frage. Danny Richmond erzielt das 3:0. His mindset's pretty easy. Grip it and rip it. What a slap shot. Caron's read of the shot is that it's going to be a lower one. This one beats him up over the shoulder. He's disappointed and hangs his head now. Over 9 minutes to go first period. Adler Mannheim's widened the margin even more with that recent goal. They're up. Weiter geht's. Directing that one to War nicht gut. Hamburg hatte wieder eine Chance, konnten sie aber leider nicht nutzen. Jetzt wieder am Drücker. Eine gute Idee, dass er da erst noch wartet, bevor er abschließt. Okay, da geht ein Hamburger dran. Wurde erst kurz aufgehalten, aber ist dann doch beim Hamburger angekommen. Das war eine knappe Sache eben. Der hätte auch ins Tor reingehen können. Da gehen sie schon zu zweit auf den Torhüter los. Way too slow at developing 2-on-1. That gives time for the goalie to get across to make an easy stop. Adler Mannheim's got another win. Jawohl, aber das war eher ein einfaches Tor, weil den schiebt er locker flockig rein. Nikolai Gutsch. Der darf auch mal ein Tor schießen. Hier sehen wir noch ein einfaches Tor. Nimmt Maß, macht ihn rein. Ja, und jetzt wechseln sie den Torhüter. Gute Idee. Vier Minuten 29 noch in diesem Drittel. Adler Mannheim's got another face-off win. And a good save. Gute Idee, die kommt aber nicht an. Back in his defensive end to get it. The Freezers continue. Jetzt mal wieder die Freezers im Einsatz. Oh, die Idee war gar nicht so schlecht. Puck ist immer noch bei Hamburg. Jetzt wechselt er wieder zu Nikolai Gutsch. Schuss von Matthew Carly war das, glaube ich. Und dann gibt es wieder eine Unterbrechung, 2 Minuten 18 noch zu spielen. You get an odd man rush, you better finish it off. You don't get many of them. The goalie was better than them there. Hup, hup. Adler Mannheim's got it. Big drive. Great. Schöne Idee. Nicht erfolgreich leider. Around the 20th minute of this period.
Und der geht alleine. Oh. Das war keine so schlecht rausgespielte Chance von Hamburg. Aber zum Glück nicht erfolgreich. Ja, yeah, schönes Pfostentor. 5-0 jetzt schon. Das wird eine einseitige Partie. Das sehen wir jetzt schon. Markus King. When you're in that area of the ice, you're just looking to bang it home, and he did. And so sometimes you just get beaten, and this is a clean shot that beats him off the post and in. Oh, da verlieren wir den ersten Bully, aber können uns dann den Punkt zurück erobern. Jetzt verlieren wir ihn wieder. Drittel ist gleich zu Ende. Jupp, jetzt ist es zu Ende. Ein einseitiges Drittel geht zu Ende. Es steht 5-0 für die Adler Mannheim. Hier sehen wir nochmal einige Szenen aus dem Spiel. For him, there are great days, there are average days, and then there's today. More in a moment. Ja, was soll man da noch zu sagen? Auswärtsspiel. Wir müssen sofort Druck machen, um den heimischen Fans den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber gemacht, steht 5-0 für uns. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ist halt ein einseitiges Spiel. Ja, und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Tschüssikowski und ciao mit Wow.